WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zu meinen Top 10 Flops Scotch, Single Malt Irish, Single Malt Whisky hier bei 2019. Alle diese Flaschen habe ich selbst persönlich verkostet und auch dann bewertet. Das sind meine Verkostungsvideos aus dem Jahr 2019, nicht 18, 17, 16 oder sonst wann. Also von daher schränkt das ein bisschen ein. Jeden Samstag kommt bei meinem Channel immer ein Scotch-Video raus, manchmal sogar mehrfach in der Woche, aber Samstag garantiere ich das immer, sodass ich weit mehr als 50 verschiedene Scotch-Whiskys verkostet habe hier auf meinem Channel. So, wir fangen gleich an, denn ich habe schon Top und Flops Bourbons, Top und Flops Irish, Top und Flop Rye, Top und Flop Weltwhiskys und jetzt bin ich dabei. Mein Top habe ich schon gedreht und mein Flops für Scotch Single Malt Whisky. So, es war schwierig, manches zu finden, wo ich sagen konnte, sehr, sehr flop. Also da waren tolle Scotch Whiskys dabei und da war vieles mittelmäßig, ein paar davon waren easy und ein paar davon habe ich gesagt, ja, okay, gut, die waren schon in der untersten 10% hier. So, wir fangen unten mit Nummer 10 an. Die Flasche sieht ja immer wieder hier Linkwood. Ich liebe Linkwood, aber der 10 Jahre alte 60,2% Series Number 2 von North Star war nicht gut. Sorry. Also es war mein Verkostungsvideos 1114. Ihr braucht nur eine Nummer einzugeben oben, dann findet ihr das WhiskyJason oder unten in der Beschreibung habe ich einen Link auch direkt zu diesem Video. Also ich mache Linkwood, aber dieser Linkwood war einfach mal nicht so toll. Ich glaube, Diageo hat ganz bewusst gesagt, weg damit. Brauchen wir nicht. Könnt ihr haben, ja? So, Nummer 9, auch ein 10 Jahre altes Scallywag. Also Douglas Lane, das war allerdings der 100% Sherry Cask Limited Edition. Das war ein Verkostungsvideo 1090. Irgendwie, wir wurden nicht warm miteinander. Es hat einfach mal ein bisschen gekämpft, ein bisschen so nicht richtig gemacht. Also Scallywag kann sehr, sehr gut sein. Allerdings dieses 100% Sherry Cask Limited Edition mündete mir nicht. So ist das. Nummer 8, schon wieder etwas von Douglas Lang. Der Rock Oyster 18 Jahre alte Blend Scotch Whisky. Das war Whisky Verkostungsvideo 1320. Ich habe den Timirius Beastie, das von der Highlands probiert und der Rock Oyster auch, das sind von der Islands. Nicht vom Isle, von den Islands. Der war flach. Der war echt für 18 Jahre flach und er brannte sehr stark und einfach mal für das Geld, was da war, war ich sehr enttäuscht. So ist das. Neulich habe ich irgendjemanden gelesen, der gesagt hat, Jason, den musst du unbedingt probieren, der ist genial. Und ich dachte, okay, die Geschmäcker sind anders. So, Nummer 7. Ich hätte eigentlich 4 verschiedene Whiskys von der Flora und Fauna Range hier reinbringen können. Ich habe auch einfach mal, glaube ich, so 10 oder 9 Flaschen selbst gekauft. Einfach mal der Flora und Fauna mal durchgeackert. Und was mir jetzt in meiner Liste hier aufgenommen habe, war der Glenlossie, 10 Jahre alt. Das war Verkostungsvideo Nummer 1106. Auch die ganze Flora und Fauna Range da miteinander zu verkosten, auch blind einmal das dann gemacht zu haben, war eine coole Erfahrung. Man lernt viele Destillerien, die einfach sonst in der Blendindustrie für Diageo reingehen. Nö, Glenlossie muss ich nicht haben. Glenlossie, da muss ich mich ein bisschen mehr mit der Distillerie beschäftigen. Ab und zu mal bei SMWS, Scotch Malt Whisky Society, gibt es eine Flasche und da muss ich mal vielleicht doch was gönnen. So, Nummer 6. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als die Flasche, meine Sampleflasche aufgemacht haben vom Oban 18. Ich mag Oban. Oban ist eine coole Distillerie. Aber der Oban 18, das war dann auch am Anfang des Jahres, das war dann 1010. Mein Video, brannte, war scharf, war gar nicht wohlgefällig, hat keine maritime Note, also tierisch teuer, 400 € die Flasche irgendwie, no. Kauf lieber den normale Oban, denn da, du bist wirklich damit sehr viel besser unterwegs. Okay, Nummer 5, auch da habe ich die Flasche gehabt und fand die einfach mal grässlich. Johnnie Walker 10-Year-Old Rye Cask Finish. Verkostungsvideos 1190. Ja, diese Flasche ist einfach für mich ein Fehlkauf gewesen. Brannte
Es war richtig, richtig, fand ich, minderwertiger Whisky allerdings. Und das, was mich vollkommen verwundert ist, bei vielen Menschen wurde diese Whisky gepriesen. Endlich ein Johnnie Walker, den man kaufen und probieren kann und einfach verteilen kann. Und die ganze Zeit ich bin 3-4 Mal zurückgegangen und sagte, nein, nein, nein. Vielleicht war meine Flasche einfach doof. Kann auch genauso sein. Aber Johnnie Walker, 10 Jahre Rye Cask Finish, das war Travel Retail. Nope, nicht gut. Nummer 4, sorry, das ist einfach ein persönliches Problem. Das war von Flickenschild. Flickenschild machen interessante Sachen, allerdings. Oh, auf Platz 2 war übrigens Flickenschild bei der Top Whiskys des Jahres mit deren Tullibardine Amorone Fassabfüllung, denn da in Kooperation mit Malt Scotland und Whisky Hort aus Oberhausen. Aber Platz 4 war ein Ardlair. Also es ist eine Mischung aus 2 verschiedenen Destillerien. Ich glaube, da ein Ardmore und dann irgendwie Ardlair oder was zusammengekommen. Und das war 2009. Das war der Scottish Roadsign Edition, 62,1%. WhiskyJason, Verkostungsvideo Nummer 992. Nee, schmeckt mir gar nicht. Sehr, sehr jung. Also, nee. Okay, gehen wir zu Platz Nummer 3. Nun, das ist das Problem. Das ist kein Scotch, aber ist vom Campus Box Affinity. Das war ein Blend aus Calvados und Scotch Whisky. Das war bei mir Whisky Nummer 1148. Ich fand das grässlich. Also der Calvados kam sowas von durch. Also mein Scotch soll nach Scotch schmecken und nicht nach Apfelsaft, also Apfelzitre. John Glaser, tut mir leid, deine Meinung, dass ein Scotch aufgepeppt wird durch Calvados, teile ich nicht. Teuer war das auch noch. Also, Platz 2 für mein schlechtestes Scotch dieses Jahr war ein Sample, den ich bekommen habe. Whisky Evening. André wird mich absolut hier hundertprozentig widersprechen. Das war ein Darkness BenRiach, 9 Jahre Pedro Jimenez Single Malt Scotch. Das war Video Nummer 1163. Das ist das Gleiche. Es brannte meine Zungen bei den Geschmacksknospen weg. Das war so heftig, so stark, so wahnsinnig intensiv. Ich habe das sogar verdünnt auf, keine Ahnung, 30% und es war immer noch scharf. Also BenRiach, 9 Jahre alt, Pedro Jimenez von Darkness, nicht meine Welt. Und mein schlimmsten Whisky des Jahres war tatsächlich ein Geschenk. Ein Abschiedsgeschenk hier von als ich wegging von Norddeutschland und runterzog hier nach NRW, gingen die Jungs hin nach Flickenschild, habe gesagt, Mensch, ihr kennt WhiskyJason ein bisschen, wir wissen, schenkt uns etwas, was er garantiert nicht hat. Und die haben eine Signatory Vintage Einzelfassabfüllung gefunden, 2007 bis 2018. Er sieht die Flasche von Benrinnes. Also auch bei Flora und Fauna hat Benrinnes fast am schlechtesten bei mir abgeschnitten. Irgendwie ich und Benrinnes mögen einander nicht. Da ist ein schwefliger Moment da drin. Und bei diesem Benrinnes war das Problem, dass es okay geschmeckt hatte. Und ich bin absolut davon sicher, dass der Person, der diese Whisky ausgesucht hat, hat den einfach mal verkostet und rausgespuckt und nicht geschluckt. Sobald man geschluckt hat, war, was passiert hier? Und das ist das, was bei der Benrinnes hier bei Signatory 11 Jahre alt passierte. Verkostungsvideos 1241. Ach, Mensch, also ich habe fast alle ein bisschen haben ihren Fett wegbekommen hier. Da war dann Sherry-Fässern dabei, da war Calvados-Fässern dabei, da war ein Blended Whisky dabei, da war Rye dabei, da war echt vieles dabei. So ist das. Sachen, die einfach mir nicht geschmeckt haben. Vielleicht schmecken sie dir umso besser. Meine Frage des Tages ist, welche Scotch, Single Malt oder Scotch war für dich eine Enttäuschung in diesem Jahr? Was hast du gehabt? Es kann auch einfach sein, du hast 300 Euro für etwas bezahlt und sagst, der ist okay, aber 300 Euro? Nee, also für mich ist das schlechteste Whisky, den du probiert hast im Geschmack.
was du gar nicht mochtest. Was auch sehr, sehr interessant ist hier, bis auf der eine, der Ardlair, ist kein rauchigen Whiskys dabei. Ich habe einige rauchige Whiskys endlich dieses Jahr probiert. Auch auf meiner Top-10-Liste sind einige rauchige Whiskys auch mitgelandet, wie Springbank und so weiter. Man merkt, ich komme langsam da rein. Ja, ich nenne einfach Talisker Mega Blind Challenge. Sollte unbedingt angeschaut haben, wo ich 11 verschiedene Taliskas blind miteinander auch einfach mal Ranking mache. Das macht mir echt viel Spaß. Nochmal die Liste. Linkwood 10 Jahre hier von North Star. Naja. Nummer 9, Scallywag 10 Jahre alt. Der 100%ige Sherry Cask Limited Edition. Naja. Nummer 8, Rock Oyster 18 Jahre alt von Douglas Lang. Sorry, flach. Nummer 7, einiges von Flora und Fauna kann ich nicht empfehlen, insbesondere der Glenlossie, der 10 Jahre alt. Oban 18, nicht sein Geld wert und nicht sogar das Alkoholwert, was da drin war. Nummer 5, Johnnie Walker, 10 Jahre alt, aus einem Rye Cask Finish. Auch sowieso die Frage ist, was werden mit den ganzen Rye Whisky Fässern passiert? Wo benutzt man die? Denn Rye boomt in den Vereinigten Staaten. Aber hier Johnnie Walker für mich Fehlgriff. Nummer 4, eine Einzelabfüllung von Flickenschild, das war der Ardlair 2009, 10 Jahre alt, knapp, nicht meine Welt, sorry. Nummer 3, Compass Box Affinity, nicht meine Welt. Calvados, Fast Finish, vielleicht Calvados reintun. Tabu, buh. Nummer 2, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht ist André denn da vom Whisky Evening so weit. Darkness, BenRiach, 9 Jahre alt. Pedro Jimenez, einfach mal Knockout. Also ich konnte danach nichts mehr probieren, ich war weg vom Fenster. Und der BenRiach Signatory Vintage 2007 Abfüllung hier. Sorry, Jungs, also meine Welt war das nicht. Gerade im Abgang war der minderwertig schlecht. Okay, gut. Immer liken, immer abonnieren, falls noch nicht. Immer anderen erzählen von diesem verrückten Amerikaner, der produziert ohne Ende. Da kommen viele in dieses Jahr Interviews für Messen, da kommen viele Verkostungsvideos, da kommen einige Blind Challenges auf uns zu. Also da kommen viele, jeden Sonntagabend um 21 Uhr habe ich hier meine Livestreams. Und da kommen viele, viele Weltwhiskys dazu. Ob das die Bourbons sind, ob die Irish sind, ob das die Deutschen sind, ob Franzosen, ob Engländer, ob Thailand, ob in Japan, ob in Spanien, ob in dort Schweiz, ob in irgendwo kommen alle denn her. Kanadier und so weiter. Ich mache sehr, sehr viele Sachen außerhalb von Scotch. Und auch, wie ich sagte, jeden Sonntag, jeden Samstag gibt es ein Video, ein Scotch-Video, auf dem ihr euch freuen könnt. Gut. Ich habe es geschafft. Ich habe meine neun Videos zum Ende des Jahres hier geschafft. Meine Tops und Flops in Bourbon, in Scotch, in Irish, in Welt und auch dann hier Bourbon, Irish, Welt, genau, und Scotch. Habe ich hier alles geschafft. Yay, ich freue mich sehr. Und ich möchte euch einfach mal einladen, auf diese Reise in 2020 mit mir zu gehen und zu sehen, wohin es uns führt und welche tolle Whiskys hier auf den Markt kommen werden. Und die ich entdecken werde wahrscheinlich. Bis dahin, WhiskyJason. Wir sehen uns. Bye, bye.